Ihr habt eine Philodendron Melanochrysum und wollt die vermehren, wollt sicherstellen, dass das auch hundertprozentig klappt, dann bleibt hier auf jeden Fall dran. Ich werde euch in diesem Video alles sagen und alles zeigen anhand meiner Melanochrysum und anhand meiner Stecklinge, was ihr dabei berücksichtigen müsst, und dann wird es bei euch auf jeden Fall auch gelingen. Let's go! Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Das hier, meine Lieben, ist eine Philodendron Melanochrysum. Die war in den letzten Folgen, wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr schon länger hier auf dem Kanal seid, ein bisschen größer. Und die war nicht nur ein bisschen größer, die war dann ungefähr ja bis hierhin. Da haben wir ja in der letzten Folge hier den Rangstab dran gemacht. Und dann ist die ungefähr noch so ein Stück gewachsen. Ist aber problematischerweise dann wieder umgekippt. Ich hatte die dann hier weiter an meinem Schrank festgebunden, so dass die hier schön weiter wachsen konnte, ungefähr in diesem Bereich. Dann ist aber irgendwann mein Hund gekommen, der hat den mit dem Schwanz hier weggewedelt und dann ist das Ganze umgeknickt. Wie umgeknickt zeige ich euch jetzt mal gerade hier in der Einblendung, und dann habe ich mir gedacht, ja, lasse ich die jetzt noch ein bisschen weiter wachsen. Das Problem war aber, dass der obere Bereich dieser Pflanze dann nicht mehr richtig versorgt wurde. Und dann habe ich mir dann gedacht, entgegen der Kommentare aus dem letzten Video, da wurde nämlich gesagt, lass die doch einfach mal ein bisschen wachsen, bevor du daran rumschnippelst. Ihr hattet ja auch vollkommen recht, aber dann wurde mir die Entscheidung abgenommen. Sie ist umgeknickt, nicht mehr richtig versorgt worden im oberen Bereich, also habe ich jetzt Stecklinge genommen. Und zwar 5 Stück an der Zahl. Was dabei wichtig war, beziehungsweise was dabei wichtig ist, damit das auch definitiv bei euch so klappt wie bei mir, zeige ich euch jetzt. So, bevor wir anfangen, ich habe wieder einen neuen Pulli. Ich habe nämlich bestellt bei The 4 Plants. Könnt ihr gucken auf Instagram, und die haben auch einen eigenen Shop, blende ich euch unten ein. Und das Coole ist, die verschicken alles nachhaltig. Ist jetzt ein bisschen Werbung, ist aber nicht schlimm, denke ich. Hier so ein cooles Ding, hier auch mit Plant Dad, ne? Genau, Plant Dad. Und dann hier auch nochmal mit der Monstera. Finde ich richtig cool. Und das Coole ist, die werden alle in Deutschland produziert, sehr nachhaltig. Die riechen am Anfang ein bisschen komisch, das ist aufgrund der Verwendung von irgendwelchen Ölen. Wie gesagt, alles nachhaltig, keine Chemie. Und wenn ihr da Bock drauf habt und auch mal sowas bestellen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link. Und eventuell haue ich auch nochmal einen 10 oder 15% Gutschein raus. Könnt ihr alles unten in der Videobeschreibung nachlesen. So, und jetzt fangen wir an. So, das ist die Mutterpflanze, und jetzt hole ich euch einmal kurz die Stecklinge ins Bild. Wumms, da sind sie. Die stehen hier nämlich so in diesem Behälter. Ne, hier ist einfach Wasser drin, was für ein Wasser und was hier wichtig ist, erzähle ich euch gleich. Und das Coole ist, jetzt nach 2 Monaten kommen hier auch schon wieder neue Triebe raus. Wie gesagt, hier unten die grünen Blätter, das hier ist alles alt. Und darüber alles, was da so ein bisschen noch weich und ein bisschen rötlich aussieht, das sind alles Neuaustriebe. Und hier drin, ich weiß nicht, ob ihr hier mal durchlunzen könnt, da sind auf jeden Fall schon jede Menge Wurzeln vorhanden. So. Ihr nehmt ganz einfach so einen Behälter, ist jetzt nicht unbedingt verpflichtend, dass ihr genau diesen hier nehmt, Hauptsache einen Behälter, wo ihr Wasser reinpacken könnt. So, dass nämlich eure Stecklinge, die ihr hier reinsteckt, dann auch mit dem Wurzelbereich bzw. Nodienbereich auch das Wasser berührt. Dann passiert nämlich Folgendes. Ich hole das Ganze mal für euch näher an die Kamera. Und zwar seht ihr ja, was hier passiert ist. Der Nodienbereich dieser Pflanzen, das ist einmal da, das seht ihr aber auch an eurer Mutterpflanze, da entspringen dann nämlich die sogenannten Luftwurzeln aus dem Bereich der Nodie, und in diesem Bereich können eure Stecklinge dann auch entsprechend wurzeln, und das haben die hier auf jeden Fall getan. Wie man hier sieht, alle Wurzeln sehen auf jeden Fall sehr gut aus, da ist nichts kaputt, nichts gammelig, und das Schöne daran ist, die sind dann oben auch neu ausgetrieben, aber dazu später mehr. So, ich habe jetzt erstmal alle Stecklinge befreit von meinem Gitter. Übrigens, dieses Gitter braucht ihr gar nicht fragen, gibt es so nicht, geht aber auch viel leichter. Habe ich nämlich gestern, glaube ich, war es noch beim Detlef Römisch auf dem Kanal gesehen. Ich verlinke euch mal das Video, der macht das nämlich mit Tüten. Die spannt er hier so drüber. Da bohrt er dann halt so Löcher rein, beziehungsweise sticht die rein oder schneidet die rein mit einer Schere und steckt dann da seine Stecklinge rein. Wie gesagt, das Video packe ich euch mal unten in die Beschreibung, da kriegt ihr übrigens noch viele andere gute Tipps. So, jetzt kommen wir erstmal hier auf die Stecklinge. So, hier zum Beispiel bei diesem Steckling ist jetzt nur eine Wurzel dran. Ich denke, das sieht man ganz gut. Das Problem ist nämlich, dass der Wasserstand hier ja auch immer schwankt. Wenn die Pflanze hier bzw. die Stecklinge das Wasser verbrauchen, dann geht das Wasser halt der Pegel hier runter. Das heißt, da dieser Steckling sehr kurz ist, hatte diese Pflanze in dem Nodienbereich hier nicht immer die beste Versorgung. Gleiches hier mit diesem Steckling, der hat auch nur 2 kleine Wurzeln, und die anderen sind halt wesentlich länger, und insofern kamen die auch tiefer ins Wasser. Das heißt, die waren hier immer durchgehend mit anständig Wasser versorgt. Oder hier
und deswegen sehen hier auch die Wurzeln wesentlich besser aus. Ist aber nicht weiter schlimm, die kann man ja einfach weiter wurzeln lassen. Den hier würde ich jetzt auch noch nicht irgendwie eintopfen in die Erde oder ins mineralische Substrat, den hier auch noch nicht, könnte man vielleicht. Aber das lassen wir mal, die lasse ich dann auch noch ein bisschen weiter hier wurzeln. Den hier könnte man auf jeden Fall schon eintopfen, das wäre kein Problem. So, und das Coole ist jetzt, nachdem man hier diese Wurzeln hat, ist Folgendes wichtig. Dann sollte man auf jeden Fall so ein bisschen zudüngen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es muss irgendwo angepasst sein. Wenn ihr ein Messgerät habt, dann könnt ihr ja mal selber gucken, dass ihr das so in einem Bereich von 200 bis 300 Mikrosiemens vorsichtig aufdüngt und euch die Pflanze mal beobachtet, weil das Ganze hier mit den Wurzeln, das ist schon mal so ganz gut, aber wenn die jetzt hier zu viele Nährstoffe abkriegen, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Wurzeln hier auch entsprechenden Schaden davon tragen. Aber wenn ihr seht, da kommt irgendwo was raus, ein neuer Austrieb, müsst ihr der Pflanze vielleicht auch ein bisschen was dazugeben, dann kriegt ihr hier auch den neuen Austrieb. So. Hier, bei der hier, ist das Blatt noch ein bisschen größer als bei der anderen. Das ist auch ein ganz normaler Stamm bzw. Zwischensteckling, also kein Kopfsteckling. Das Blatt ist auch relativ groß. Auf jeden Fall ein richtig schöner Steckling. Und das war der Kopfsteckling, Leute. Also, seht ihr ja selber, ne? Also das hier oben, das war das letzte Blatt von der Pflanze, also ganz oben. Und das sieht ja schon nicht gut aus, ne? Also deswegen war es jetzt auch gar nicht mal so schlimm, dass wir die Pflanze jetzt hier geköpft haben. Die wurde ja, wie gesagt, dann nach oben hin nicht mehr richtig versorgt, weil sie mal abgeknickt ist. Jetzt haben wir hier natürlich einen riesen Spalt zwischen dem Blatt und diesem Blatt. Das bedeutet hier dieser Abstand, das ist der Bereich Internodie, also der Bereich zwischen zwei Blattachseln. Und hier wollte die Pflanze eigentlich vorher schon was austreiben, hat es aber nicht geschafft, weil wir ja dann geschnitten haben. Und jetzt hier. Und jetzt überlege ich noch, was ich mit dieser Pflanze mache. Vielleicht schneide ich die hier unten nochmal ab, sodass die hier in diesem Bereich dann nochmal neu austreiben kann. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Behälter und was ihr auf jeden Fall beachten müsst, wenn ihr die Pflanze anständig zum Wurzeln bringen wollt. Hier ist der Behälter, hier sind meine 5 Stecklinge. Übrigens, diese 5 Stecklinge werde ich sehr wahrscheinlich mitnehmen auf die Messe zur Botanica in Hamm. Die findet statt am 7. Mai 2022. Blende ich euch jetzt hier nochmal unten ein, das Datum genau. Und in der Videobeschreibung gibt es auch nochmal einen Link zu der Messe, wo ihr hoffentlich auch alle zahlreich erscheinen werdet. Aber jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt gehen wir hier wieder drauf. Hier drin befindet sich Wasser. Und zwar nicht gewöhnliches Wasser, hier drin ist gefiltertes Wasser. Und zwar aus meiner Umkehrosmoseanlage. Eine Umkehrosmoseanlage ist super, da könnt ihr zu Hause dann selbst euer gefiltertes Wasser produzieren. Das heißt, hier sind so gut wie keine Nährstoffe drin enthalten. Das heißt, die Pflanze bzw. der Steckling sagt, ich muss mich ja irgendwie über Wasser halten, bzw. der Steckling, der wird jetzt Wurzeln austreiben, um irgendwo Nährstoffe zu finden. Der findet hier aber in diesem Wasser keine Nährstoffe. Also mehr Wurzeln, mehr Wurzeln, mehr Wurzeln, bis dann irgendwann der Steckling sagt, oh, jetzt habe ich da Nährstoffe gefunden, jetzt brauche ich keine Wurzeln mehr bilden. Und dann geht es dann irgendwann oben raus zu dem Neuaustrieb. Und deswegen ist es wichtig, hier so gut wie keine Nährstoffe zuzufügen, gerade am Anfang, damit das Wurzelwachstum auch entsprechend angetrieben wird. Jetzt ist es auf jeden Fall noch wichtig, das Wasser hier zu kontrollieren. Also, wenn euer Wasser so eine leichte Trübung hat, dann würde ich schon mal ein bisschen vorsichtig sein. Guckt euch das Ganze an. Oft passiert es auch, dass hier so ein kleiner Bakterienrasen entsteht. Das ist nicht immer ganz so wild. Das könnt ihr auf jeden Fall so lassen. Aber wenn es irgendwann komisch riecht, würde ich auf jeden Fall mal anfangen, da irgendwas zu machen. Und übrigens, nach dem Schneiden dieser Stecklinge habe ich hier nichts desinfiziert. Ich habe einfach nur das Ganze geschnitten, habt ihr ja gerade gesehen. Mit einem Skalpell einfach hier einen geraden Schnitt. Und das Ganze dann auch nicht irgendwie desinfiziert mit Kohle oder Zimt oder was man da auch immer benutzen kann. Kann man benutzen, ich benutze es persönlich nicht, weil ich so steril einfach arbeite und damit meine beste Erfahrung gemacht habe. So, wenn jetzt jemand von euch noch eine Frage hat zu dem Thema Stecklinge, Melanochrysum, Philodendron, egal was für Stecklinge, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und ich werde mal schauen, ob ich die jetzt einpflanze, wie ich die einpflanze und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Und übrigens, die Serie mit der Philodendron Melanochrysum, die geht natürlich weiter. In der nächsten Folge werden wir dann alle zusammen sehen, was ich hiermit gemacht habe. Vielleicht werde ich auch den hier zum Beispiel in der nächsten Folge dann an euch verlosen. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein.